Sommer 1993, ein Wochenendmarkt im Berliner Osten unter Thälmanns steinerner Aufsicht. Was fällt den Leuten ein, wenn sie an DDR-Planwirtschaft zurückdenken? Nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Das ist nur immer rote Zahlen. Das wurde aber nicht öffentlich bekannt gegeben. Wurde sehr, sehr viel geplant, aber Pläne wurden nie erfüllt. Ich würde sagen, nur auf dem Papier, ja. Sehr hart gewesen für wenig Geld, also. Scheiße. Warum? Weil das nicht geklappt hat. Bis heute klappt es auch nicht. Ach, es war manchmal gar nicht so schlimm. War gut gemeint, aber eine Utopie. Bilder eines Anfangs. Das heißt nicht das Leben sich leicht machen. Sich unter das Gesetz eines Plans stellen, so wie es eure Jungs vorhin sagten, 730 Tage unter dem Millimetermaß. In 2 Jahren, Freunde und Kollegen, werdet ihr mit mir einig sein. Die Erfüllung dieses Planes hat nicht nur eine materielle Bedeutung, sondern in der Erfüllung dieses Planes sind wir selbst andere Menschen geworden. Sind wir aus Lohnsklaven, die wir früher einmal waren, Herren der Produktionsmittel, Herren unseres eigenen Schicksals geworden. »45 Jahre später. Ein Chemiewerk in Ostdeutschland, 1993, kurz vor der Verschrottung. In 3 Schichten haben hier Menschen gearbeitet, rund um die Uhr, Tag um Tag. Jetzt ist die Anlage verschlissen. 40 Jahre DDR-Planwirtschaft. Versuch einer Bilanz. Überall war es ein harter Kampf mit dem Erbe des faschistischen Krieges. Aber die Betriebe mussten wieder in Gang kommen. Die Siegermächte hatten im Potsdamer Abkommen festgelegt, Deutschland bis zum Ende der Besatzungszeit als wirtschaftliche Einheit zu behandeln. Der Beginn des Kalten Krieges führte aber schnell zu einer Spaltung der einstmals eng verflochtenen gesamtdeutschen Volkswirtschaft. Im Osten wurden die privaten Banken und Versicherungen geschlossen, die Großindustrie verstaatlicht. Diese radikale Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln war die wichtigste Grundlage für die Übernahme des sowjetischen Wirtschaftssystems. Die Bodenreform, 2/3 des ehemaligen Großgrundbesitzes wurden an Neubauern vergeben, war nur Zwischenstation auf dem Wege zur Kollektivierung der Landwirtschaft. Im Westen war es die Währungsreform. Die Berlin-Blockade und die Gründung der beiden deutschen Staaten besiegelten die Teilung. Die Stahlwerker in Riesa gingen ihn den schweren, harten, mühseligen Weg der Arbeit. Und was für eine Arbeit! Sie hatten keinen Kran. Sie mussten zentnerschwere Schrottstücke selber an den Schmelzofen schleppen. Die Herauslösung des Ostens aus dem gesamtdeutschen Wirtschaftsverbund hatte schwerwiegende Folgen. Man war abgeschnitten von den traditionellen Rohstoff- und Energiequellen, musste eine eigene Schwerindustrie aufbauen und sich im Handel vor allem auf die meist leistungsschwachen Ostpartner innerhalb des 1949 gegründeten Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe ausrichten. Ein gewaltiges Ausmaß an Demontagen, hohe Reparationszahlungen und Entnahmen aus der laufenden Produktion belasteten die ostdeutsche Wirtschaft zusätzlich bis zum Jahre 1953. Wir sind Augenzeuge einer Arbeitssitzung der Deutschen Wirtschaftskommission für die Ostzone. Der erste Vorsitzende Rau. Die Deutsche Wirtschaftskommission beabsichtigt nicht, große Erklärungen abzugeben, sondern im Interesse der Bevölkerung zu arbeiten. Haus der Ministerien an der Leipziger Straße in Berlin. Früher Görings Luftfahrtministerium. Dann Sitz der Deutschen Wirtschaftskommission, später der Plankommission. Im Erdgeschoss findet man noch heute Görings Uhrenzentrale. In den Etagen darüber versuchten deutsche Kommunisten eine neue Art des Wirtschaftens, die zentrale staatliche Planwirtschaft nach sowjetischem Muster. Günter Sieber, lange Jahre Parteisekretär der Plankommission, erinnert sich. Der erste Plan, der sozusagen deutscher Väter entstammte, musste, nachdem er fertiggestellt war, in großer Tag- und Nachtarbeit nach Moskau geflogen werden,
Eine ganze IL-14 war ausgefüllt mit Riesenpapierstößen und wurde dort geprüft und kam zurück. Stellvertretender Leiter der Hauptverwaltung Wirtschaftsplanung war die Frau Dr. Witkowski. Und wir waren sehr begierig zu hören, wie ist denn die Meinung der sowjetischen Genossen zu unserem Plan. Und sie sagte etwas sarkastisch, Genosse Stalin hat gesagt, wenn die Deutschen schon wieder so viel Nationaleinkommen hätten, wie sie Rechenfehler gemacht haben, dann wären sie schon wieder die Größten. Der Bergmann Adolf Hennecke musste dem russischen Kollegen Stachanow nacheifern. Die staatliche Planung brauchte für ihre Ziele die Aktivierung der Massen durch Vorbilder. Henneckes Akkordschicht wurde Beispiel. Seinen Namen rief man anerkennend oder als Schimpfwort. Eine Arbeit, mit der jedem Einzelnen von uns gedient ist, wurde im Reichsbahnausbesserungswerk Stendal durch eine kleine Feier gewürdigt. Klein wirken heute die Erfolge von damals. Es ist heute die 1000. reparierte Lokomotive aus den Trümmern der Katastrophe gebaut, die das Werk verlässt. Der 5-Jahr-Plan sieht eine Steigerung der friedlichen Industrieproduktion um das Zweifache gegenüber dem Stand von 1936 vor. Es wird sich erweisen, dass es aufgrund unserer neuen demokratischen Ordnung möglich ist, ein Tempo der industriellen Entwicklung pro Jahr zu erreichen, welches für kein kapitalistisches Land erreichbar ist. Historische Aufnahmen von 1950, die sich erst heute voll erschließen. Es lohnt ein Blick auf Grotewohls Gesicht. Auch Honecker kann man entdecken, damals FDJ-Chef.